Nach der ersten Nacht im Auto, die wir auf einer Autobahnraststätte vor der polnischen Grenze verbrachten, war unsere erste Station die bunten Seen am Landeshuter Kamm. Dieser gehört zu den Westsudeten, die sich nordöstlich an das Riesengebirge anschließen. You still have all the answers, and you still have them too. And we will live half in the daytime, and we will live half at night. Watch things on VCRs with me and talk about a big love. I think we're superstars. We say you think we are the best thing, but you. In den vergangenen Jahrhunderten wurde hier nach Gold, Blei, Kupfer und Arsen geschürft. 4 Seen sind auf natürliche Weise durch Sickerung in den alten Schürfgruben aus dem 18. Jahrhundert entstanden. Metalloxide bewirken, dass ihr Wasser golden, purpurrot, azurblau und grün wirkt. Die Friedenskirche in Schweidnitz gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Schlesiens. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als größte Fachwerkkirche Europas. Die 1657 erbaute Kirche ist innen im Barockstil gehalten, beherbergt eine kunstvoll ausgearbeitete Orgel und beeindruckende Wandmalereien. An unserem ersten Abend in Polen schlugen wir unser Camp an einem See auf. Am nächsten Morgen ging es weiter nach Breslau. Die Stadt wurde erstmals im Jahre 98 nach Christus erwähnt. Unter wechselnden Herrschern entwickelte sie sich über die Jahrhunderte zur viertgrößten Stadt Polens mit heute 600.000 Einwohnern. Das Breslauer Rathaus ist eines der schönsten erhaltenen Gebäude im gotischen Stil in Polen und Europa. Es stammt aus dem Jahr 1299. Über die Jahrhunderte wurden einige Teile an- und umgebaut. In den Kellerräumen gibt es noch immer die seit mehr als 700 Jahren existierende Bierwirtschaft Schweidnitzer Keller. An jeder Ecke befinden sich Gebäude, die auf eine blühende Vergangenheit hindeuten. In der gesamten Innenstadt sind kleine gusseiserne Zwerge versteckt. Ursprünglich als Kritik am kommunistischen System in den 80er Jahren aufgestellt, faszinieren sie heute die Touristen. Die Universität Breslau wurde 1702 gegründet. Zu ihren Alumni gehören berühmte Schriftsteller, Dichter, Musiker, Mediziner, Physiker und Theologen.
Die herausragende Aula Leopoldina stammt aus dem Jahre 1728 und wird heute noch für Veranstaltungen genutzt. Vom mathematischen Turm kann man den Blick über die ganze Stadt schweifen lassen. Auch an diesem Abend fanden wir einen See, an dem wir campen konnten. Die folgenden Tage verbrachten wir in Kattowitz, besichtigten Auschwitz und fuhren weiter nach Brenna in der Tatra. Im Städtchen Zakopane in der Hohen Tatra verbrachten wir 2 Nächte auf einem Campingplatz, doch schnell vertrieben uns die Menschenmassen, die am langen Wochenende in das beliebte Reiseziel strömten. Wir suchten nach Einsamkeit und Ruhe. An der Weichsel, irgendwo im Nirgendwo, fanden wir, wonach wir suchten. Warschau ist nicht umsonst die Hauptstadt Polens. Sie ist flächenmäßig die größte und bevölkerungsreichste Stadt und von wichtiger politischer und kultureller Bedeutung. Besonders schön ist die wieder aufgebaute Altstadt mit dem Schloss, welches über der Weichsel thront. Der Kulturpalast wurde 1955 auf Geheiß Stalins errichtet und ist mit seinen stattlichen 237 Metern bis heute das höchste Gebäude Polens. Warschau ist nicht nur die Stadt Chopins, sie ist eine pulsierende Großstadt mit abwechslungsreichem Nachtleben. Den Abend verbrachten wir in einer versteckten Kneipenstraße bei gutem polnischem Bier. Wir waren noch nicht weit von der Großstadt entfernt und schon wieder von Grün umgeben.
Der See, an dem wir heute unser Lager aufschlugen, war der schönste dieser Reise. Dies lag auch an dem atemberaubenden Sonnenaufgang, den wir am nächsten Morgen miterleben durften. Pünktlich zur Weiterfahrt zogen schwarze Wolken auf und ließen es sich nicht nehmen, dicke Tropfen herunterzuschicken. Dieser strömende Regen sollte uns für nicht weniger als 3 Tage begleiten. Aus diesem Grund konnten wir die Schönheit Masurens kaum genießen. Der Entschluss, nach Hause zu fahren, stand schon fest, als es am Meer endlich aufklarte und die polnische Küste sich uns mit ihrer ganzen wilden Schönheit zeigte. Wir entschlossen uns, einige Tage hier zu bleiben. Bei Danzig begaben wir uns zur Westerplatte. Diese gilt als der Ort, an dem der Zweite Weltkrieg begann. Am 1. September 1939 griff hier die deutsche Marine Polen an und nahm das polnische Munitionslager unter Beschuss. Die Spuren der Belagerung sind deutlich am Gebäude zu erkennen. Eine ganze Woche lang konnten die 200 polnischen Soldaten den mehreren tausend Mann starken deutschen Truppen standhalten. Deshalb wurde die Westerplatte nach dem Krieg zum Symbol des Widerstandes Polens gegen Deutschland. Nun neigte sich unsere Reise dem Ende zu. Unsere letzte Nacht verbrachten wir nochmal an einem See, bevor wir am nächsten Morgen den Heimweg nach Deutschland antraten.